Hi liebe YouTube-Gemeinde, ich bin Lukas und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eure Philips Senseo Kaffeemaschine wieder reparieren könnt. Ich habe schon mal solch eine Anleitung gemacht, über die ihr wahrscheinlich jetzt auch zu diesem neuen Video gekommen seid. Das alte Video ist einfach mit einem schlechten Equipment, mit viel zu wenig Zeit entstanden und das hat zu Schnittfehlern geführt und das Video ist eigentlich auch viel zu lang und deshalb präsentiere ich euch heute eine optimierte und kürzere Reparaturanleitung. Kurzes Vorab, als Beispiel dient eine Philips Senseo HD 7810, etwa 3 Jahre alt, die während des Brühvorgangs einfach ausgeht. Natürlich braucht ihr auch ein wenig Werkzeug, im Idealfall 4 Schraubendreher, 2 verschieden große Schlitzschraubendreher, um die Nasen am Gerät aufzubekommen, einen kleinen Kreuzschraubendreher, um die Platine nachher von der Grundplatte zu lösen und im Idealfall einen Torx, den ich jetzt nicht da habe, aber mit solch einem Schlitzschraubendreher kommt man auch wunderbar in die Torx-Schrauben rein. Probiert es einfach aus, habt ein paar Schraubendreher da, dann passt das schon. Ein Seitenschneider eventuell, um Kabelbinder zu lösen und eine Lötstation oder ein Lötkolben und ein wenig Lötzinn, um den Kondensator nachher aus- und einzulöten, und natürlich braucht ihr den neuen Funkentstörkondensator. Optional könnt ihr Sekundenkleber und einen 6er oder 8er Dübel da haben, mit dem man nachher die Nasen oder eine Nase kleben kann, falls ihr euch da was abbricht, aber dazu kommen wir später. So, beginnen wir mit der Demontage. Dafür brauchen wir als erstes mal einen mittleren Schlitzschraubendreher und stellen die Maschine geöffnet so vor uns hin und gehen jetzt hin und gehen als erstes in eine der beiden Nasen und drücken den Schraubendreher, so wie ich ihn hier halte, in die Nase und hebeln das Ganze nach außen hin weg. Das Ganze machen wir jetzt natürlich noch mit der anderen Nase. Von innen beginnt den Schraubendreher in die Nase drücken, schön mittig bleiben und das Ganze dann nach außen hin wegdrehen. Und schon haben wir den Maschinendeckel geöffnet. Schritt Nummer 2 ist, dass wir die Nasen des oberen Deckelteils zusammendrücken, um diesen von der Maschine zu trennen. Dazu müsst ihr die beiden Nasen, die ihr seht, zusammendrücken und den Deckel einfach nach oben ziehen. Zusammendrücken, lösen, nach oben ziehen. Und schon ist der Deckel ab. So, der nächste Schritt wird knifflig. Ihr braucht auf jeden Fall einen relativ dicken Schlitzschraubendreher. Ich habe jetzt hier die Größe 1x5,5 mm, damit klappt das Ganze sehr gut. Ihr habt jetzt das Risiko, dass ihr euch eine der Nasen vom Deckel abbricht. Macht euch keinen Kopf, wenn das passiert. Man kann das Ganze relativ einfach reparieren, dazu aber mehr später in meinem Video. Wir fangen jetzt einfach erstmal an. So, ich habe euch die Maschine jetzt mal so nah wie möglich an die Kamera herangeholt, damit ihr das Ganze sehen könnt. Ihr müsst jetzt den Deckel hier aufhebeln. Und zwar geht ihr dazu mit dem dicken Schlitzschraubendreher oberhalb in den Schlitz des Deckels und dreht diesen nach links oder rechts weg, je nachdem welchen Schlitz ihr nehmt. Habt ihr den linken Schlitz gewählt, dreht ihr den Schraubendreher nach links weg, bei dem rechten Schlitz dreht ihr den Schraubendreher nach rechts weg. Ich nutze jetzt mal den linken Schlitz, setze das Ganze hier an und drehe den Schraubendreher nach links weg, zack, und schon habe ich mir den Deckel aufgehebelt und kann diesen jetzt vorsichtig hier herausnehmen. So, als nächstes drehen wir das Überdruckventil raus. Das seht ihr hier. Dazu einfach an der Nase packen, nach links drehen und schon löst sich das Ganze und ihr könnt den Aufsatz nach vorne wegziehen. So, als nächstes müssen wir die Rückwand der Maschine abbekommen. Dafür nehmen wir wieder den mittleren Schlitzschraubendreher und müssen diese 4 Nasen hier aufhebeln. Dazu gehen wir mit dem Schlitzschraubendreher in die Nase und hebeln von außen nach innen. So, haben wir die 4 Nasen gelöst, haben wir nach wie vor das Problem, dass die Rückwand hier oben am Gerät fixiert ist. Ist aber gar kein Problem, wir fassen einfach hier die Rückwand an und ziehen diese dann einfach nach hinten.
So, und schon haben wir die Rückwand gelöst. So, haben wir die Rückwand gelöst, müssen wir aufpassen, denn diese ist noch mit dem Wassereinlass verbunden, den wir hier einfach abziehen müssen. Zack. Und schon können wir die Rückwand beiseite legen. So sieht die Maschine ohne Rückwand aus. Jetzt müssen wir noch die Boilereinheit mit dem Deckel von der Maschine lösen, um an die 2 Torx-Schrauben zu kommen, um hinterher den Maschinenboden lösen zu können. Es ist ein bisschen knifflig, denn ihr müsst gucken, dass ihr die Boilereinheit umfasst und diese mit leichten Links- und Rechtsbewegungen löst und nach hinten wegzieht. So, probieren wir das Ganze mal. Wir bewegen das Ganze leicht links und rechts, bis wir den Boiler lösen können. So, nachdem wir das Ganze beiseite gelegt haben, werdet ihr feststellen, dass die Kabel sehr kurz sind. Ihr könnt diese natürlich auch lösen. Allerdings müsst ihr natürlich hinterher aufpassen, dass die Kabel auch wieder entsprechend an die richtigen Anschlüsse kommen. Falls ihr vorhabt, die Schläuche zu lösen, dann müsst ihr vorsichtig sein. Und zwar läuft der Boiler dann leer. Und ihr müsst hinterher erst wieder mit dem Mund Wasser in den Boiler saugen. Ansonsten wird die Maschine beim ersten Einschalten nach der Reparatur sofort kaputt gehen, da der Boiler keinen Wasserstandssensor hat und in dem Moment durchbrennt. So, als nächstes müssen wir den Teil des Deckels entfernen. Das geht ganz einfach, und zwar fasst ihr die Maschine hier so an und drückt das Ganze einfach mit dem Daumen nach oben und schon könnt ihr dieses Teil lösen. So, als nächstes müssen die beiden Torx-Schrauben gelöst werden, die sich hier und hier befinden. Wer keinen Torx-Schraubendreher hat, der greift jetzt auf den Schlitzschraubendreher zurück. Ich verwende hierfür einen 0,5 x 3 mm Schlitzschraubendreher. Der passt exakt rein. Haben wir die Maschine jetzt so seitlich vor uns liegen, versuchen wir die Bodenplatte vom Rest der Maschine zu trennen. Dazu sind insgesamt 6 Nasen zu lösen. Und zwar einmal hier, 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 hier und hier. Für die größeren Nasen nutzt ihr am besten einen breiteren Schraubendreher und für die kleinen Nasen hier vorne einen dünneren Schraubendreher. Aufhebeln lassen sich die Nasen nach innen hin. Das heißt also, man geht mit dem Schraubendreher in die Nase rein und hebelt das Ganze nach innen hinweg. Und so lässt sich die Maschine ganz leicht aufhebeln. Kommen wir nun zur Hauptplatine. Diese liegt nun offen vor uns, ist allerdings noch am Geräteboden befestigt. Ich hatte anfangs gesagt, dass ihr einen kleinen Kreuzschraubendreher braucht, um diese von der Platte zu lösen. In diesem Fall ist es nicht so. Also die Senseo-Maschinen sind alle leicht unterschiedlich gebaut. In dem Fall befindet sich hier und hier eine Nase, die die Platine halten, und wenn wir diese nach hinten drücken, lässt sich die Platine ganz einfach rausnehmen. So, die nackte Platine jetzt vor uns, könnt ihr hier den defekten Funkentstößkondensator sehen. Anhand des Layouts hier auf der Platine zu erkennen, könnt ihr sehen, dass auch ein Kondensator größerer Bauform auf die Platine passt. In meinem Fall verwende ich auch solch einen Kondensator, der etwas größer ist. Er ist von der Qualität etwas besser, kostet in dem Fall auch 1,40 € das Stück. Also, hier haben wir die Platine von unten. Ihr müsst natürlich jetzt rausfinden, welche Lötpunkte vom Störkondensator sind. Allerdings sind die mit dem bloßen Auge zu erkennen. In dem Fall ist es dieser Punkt und dieser Punkt. Das Auslöten für den Profi brauche ich jetzt gar nicht erklären. Der Laie macht es folgendermaßen. Und zwar geht ihr hin und erwärmt jeweils einen der beiden Lötpunkte und geht zeitgleich hin und hebelt dann, wenn das Lötzinn weich ist, den Störkondensator einfach raus. Das macht ihr dann, wie gesagt, für jeden Punkt einzeln, und so habt ihr den Störkondensator ausgelötet. Ich versuche das jetzt mal vorzumachen. Wir erwärmen jetzt den ersten Lötpunkt. Dauert einen Moment.
So, jetzt ist der Punkt weich und jetzt heben wir den Kondensator raus. Punkt 1 ist geschafft. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Passt auch hier auf, dass ihr euch die Kabel nicht abreißt. Oh, zack. Und somit wäre der zweite Lötpunkt auch gelöst. So, kommen wir zum Einlöten. Und zwar macht ihr es folgendermaßen: Ihr setzt den Kondensator entsprechend auf die vorgeschriebenen Lötpunkte und geht jetzt hin und erwärmt die gegenüberliegende Seite wieder und drückt den Kondensator dann einfach von oben durch, wenn das Lötzinn weich ist. Machen wir das nochmal. Also, so, kommen wir zum Einlöten des neuen Kondensators. Und zwar macht ihr das folgendermaßen: Ihr geht jetzt hin und parkt den Kondensator auf den entsprechend vorgesehenen Lötpunkten, geht jetzt hin, dreht die Platine und erwärmt den entsprechenden Lötpunkt wieder einzeln. Also wir machen das Ganze separat und drückt den Kondensator dann von oben in den Lötpunkt. Zack. Erste wäre drin. Und der zweite ja auch drin. So, jetzt ist der Kondensator provisorisch eingelötet. Allerdings fehlt uns bei den Lötpunkten jetzt ein wenig Lötzinn. Das wäre jetzt einfach nachlegen, indem wir hingehen und jeweils den entsprechenden Punkt nochmal erhitzen und entsprechend ein wenig mit Lötzinn versehen. So, das war's schon. So, beginnen wir mit dem Rückbau. Als erstes platzieren wir natürlich die Platine wieder an der ursprünglichen Stelle. Dazu klappen wir die Bedienknöpfe nach vorne und setzen die Platine auf die ursprüngliche Position, bis die beiden Nasen einrasten. Wie gesagt, es gibt Varianten, da muss man die Platine noch mit einer Schraube fixieren, aber das werdet ihr dann sehen. Als nächstes gehen wir hin und schauen, dass wir die Kabel wieder in die Original-Kabelführung bekommen. Die sind allerdings auch deutlich zu erkennen auf dem Geräteboden, sodass ich euch da jetzt nicht noch eine genauere Anleitung geben muss. So, habt ihr die Kabel wieder in die Originalführung gebracht, müsst ihr jetzt schauen, wenn ihr das Oberteil wieder auf die Maschine setzt, dass ihr euch wirklich nirgendwo gerade die dünnen Kabel einklemmt. Wenn das Gehäuse richtig zusammensitzt, dann merkt ihr das, indem ihr die Nasen deutlich einrasten hört. So, eins sei gesagt, bevor ihr die Maschine weiter zusammenbaut, ihr habt natürlich jetzt wunderbar die Möglichkeit, Teile wie diese in der Spülmaschine wieder richtig sauber zu bekommen. Es bringt aber einen gewissen Mehraufwand mit sich, denn ihr müsst aufpassen, dass das Wasser nicht aus dem Erhitzer läuft. Wenn das passiert, dann müsst ihr es auch wieder vorher manuell in den Erhitzer bekommen. Das heißt also, ihr müsst durch den Schlauch in den Erhitzer wieder Wasser reinsaugen, denn ansonsten geht euch die Maschine beim ersten Einschalten kaputt. Dann montieren wir den Teil des Auslaufs wieder. Achtet darauf, dass ihr die Nase als erstes hier unten durchführt und anschließend könnt ihr diese ganze Geschichte sauber einrasten. So, als nächstes befestigen wir den Boiler wieder an der Maschine. Passt auf, dass ihr euch jetzt hier nichts am 3-Wege-Ventil oder sonstiges abreißt.
Ganze muss hier oben auch wieder in die Führung rein. Und sobald ihr das fest habt, rastet das auch wieder ein. Also man hört es einrasten. So, haben wir den Boiler eingerastet, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Kabel wieder zurück in die Kabelführung zu drücken. Die sind hier an der Seite sind so Nasen, wo man die Kabel reindrücken kann. Ist aber nicht ganz so wichtig, müsst halt nur gucken, dass die Kabel nicht zu nah an den Erhitzer kommen. Den Deckel legen wir erst einmal lose hier oben rüber und versuchen jetzt die Rückwand wieder einzurasten. Rückwand, was gilt es zu beachten? Natürlich müssen wir den Einlauf unten wieder befestigen. Das ist das Erste, was wir machen. Anschließend können wir, indem wir unten anfangen, versuchen, die Rückwand wieder entsprechend in die Maschine zu drücken. Wie ihr hört, rastet das Ganze auch relativ sauber ein. Beim Einbau der Rückwand müsst ihr darauf achten, dass ihr das 3-Wege-Ventil nicht kaputt drückt. Die Nase muss hier entsprechend durch das Loch wieder rausgucken. Nun können wir den Nippel vom 3-Wege-Ventil wieder hier einrasten. Zack. Und beginnen jetzt damit, den Deckel wieder einzurasten. Passt beim Einrasten des Deckels auf, dass ihr euch die Nasen nicht abbricht. Schaut euch genau an, wo die Kanten abgeschrägt sind. In dem Fall müsst ihr den Deckel von hinten nach vorne in die Maschine drücken. So, ist der Deckel wieder eingerastet, müssen wir eigentlich nur noch den Kopf wieder montieren. Um den Deckel zu befestigen, müssen wir als erstes schauen, dass wir die beiden Nasen hier wieder in die Führung bekommen. Dazu drücken wir die Stangen einfach zusammen und pressen das Ganze wieder in die Führung rein. Auch das Ganze rastet wieder deutlich ein. Nun müssen wir den Deckel nur noch verschließen. Das machen wir, indem wir hingehen und die breite Nase als erstes hier vorne einrasten lassen und den Deckel dann einfach wieder zuziehen. Auch das rastet wieder deutlich ein. So, und fertig ist es. Die Senseo sollte wieder repariert sein. Jetzt könnt ihr alle Kleinteile wieder auf die Maschine packen und das Ganze ausprobieren.